Willkommen zurück bei Simplinomics, liebe Freundinnen und Freunde der Wirtschaft. Sie haben abgestimmt, Sie haben entschieden. Das Thema heute: Wie sicher ist mein Job? Es lohnt sich also unbedingt dran zu bleiben. Also, wie Sie gewünscht haben, schauen wir uns jetzt an, wie sicher ist mein Job, eine Analyse. Das heißt, wir werden das Schritt für Schritt, wie Sie sich's gewohnt sind, aufbauen. Das sind alles Sachen, die werden Ihnen sehr bekannt vorkommen, da bin ich mir sicher. Was sind die Fragen? Zum einen mal, wie wird sich die Arbeitslosigkeit kurzfristig, aber auch langfristig entwickeln? Dann aber auch, wie die Firmen betroffen sind, vor allem welche Branchen. Aber wir werden auch Positives anschauen. Es gibt Branchen, die können tatsächlich profitieren, vermuten wir. Und deshalb schauen wir uns gewisse Chancen auch an. Es gab eine Studie, es gab viele Studien, aber eine sehr wichtige Studie war die Covid-19-Studie von McKinsey & Company. Die wird übrigens wöchentlich aktualisiert und es gab eine Schätzung, und zwar, dass die Arbeitslosigkeit in Europa um mehr als 50% ansteigen wird. Das heißt jetzt nicht, dass die Schweiz mit aktuell 3% Arbeitslosen dann nachher 53% Arbeitslose hat, sondern 50% mehr als 3% wären dann 4,5%. Das tönt nach nicht so viel, aber in absoluten Zahlen, also Anzahl Arbeitslose, ist das doch relativ viel. Man rechnet mit einer Rezession bis 2022. Was eine Rezession genau ist, dazu haben wir ein Video gemacht vor einigen Wochen. Unbedingt anschauen, kann ich sehr empfehlen. Man hat aber auch Haushalte befragt und Verbraucherinnen und Verbraucher, und die sind der Meinung, und zwar zu 80%, dass sich die finanzielle Situation verschlechtern wird in dieser Krise. Die Hälfte davon, also 40% aller Verbraucher, wollen die Ausgaben kürzen. Das heißt, man will weniger Geld ausgeben. Was bedeutet das? Haushalte sparen. Und jetzt wissen wir vom letzten Video, auch unbedingt anschauen, kann ich sehr empfehlen. Und zwar, dass wenn Haushalte sparen, dann passiert Folgendes. Die Nachfrage fällt nach Gütern und Dienstleistungen, die Umsätze und Preise sinken. Das heißt, die Firmen haben Zahlungsprobleme. Einige Firmen müssen wahrscheinlich Insolvenz anmelden, also das Geschäft schließen, Menschen entlassen oder Lohn kürzen. Und wenn die Leute weniger Lohn in der Tasche haben, dann führt das weiter zu einer Nachfrage, die fällt. Und aus diesem Grund kann man eigentlich sagen, sparende Haushalte gleich steigende Arbeitslosigkeit. Das ist allgemeingültig, jetzt aber speziell während des Lockdowns aufgepasst, da kann wirklich jede Branche betroffen sein, da kommt es nicht groß darauf an und man hat vor allem ein Problem mit der sogenannten Liquidität, also die flüssigen Mittel, die im Moment fehlen. Stellen Sie sich vor, eine Airline beispielsweise kann im Moment nicht fliegen, ein Detailhandelsbetrieb ist geschlossen, die Umsätze fehlen komplett. Das heißt, kein Bargeld, heißt also, man hat einen Konkurs, obwohl eigentlich das Geschäft sehr interessant und vielversprechend ist, aber im Moment einfach kein Geld in die Tasche kommt. Also im Moment sind speziell Airlines, der stationäre Detailhandel, also nicht der Versandhandel, speziell jene, die Non-Food-Artikel verkaufen, sind davon betroffen. Die Gastronomie natürlich, die Restaurants und Bars haben noch zu im Moment und natürlich die Hotels. Ja, wir haben gesagt, Haushalte, die sparen, heißt höhere Arbeitslosigkeit am Schluss. Jetzt ist die Frage, wo spart man dann zuerst? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer wilden, gefährlichen, einsamen Insel gestrandet. Vielleicht gibt es noch ein paar Ureinwohner dort. Jetzt, was ist Ihnen jetzt am wichtigsten? Maslow hat das untersucht und es ist eigentlich keine große Überraschung. Physiologische Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen sind jetzt am wichtigsten. Zuerst wird mal wahrscheinlich Trinkwasser gesucht, gejagt, eine Hütte gebaut. Dann aber auch wichtig sind Sicherheitsbedürfnisse wie Geborgenheit und Schutz. Also vielleicht fertigt man sich primitiv mal eine Verteidigungswaffe an, einen Speer oder einen Pfeilbogen oder was auch immer. Und
Vielleicht trifft er ja eben auf Freitag einen Ureinwohner und er braucht etwas Gesellschaft, damit er da nicht wahnsinnig wird. Also das wäre die nächste Priorität, die sozialen Bedürfnisse. Wenn sich dann mal eine Gruppe bildet, versucht man in der Gruppe den Status in der Regel möglichst gut hinzustellen. Statussymbole wie sogenannte Individualbedürfnisse werden wichtig. Also man will gelten, vielleicht sogar positiv auffallen. Also wenn Sie an der Zürcher Bahnhofstraße nicht mit einem Luxuswagen herumfahren, dann sind Sie schon nicht mehr dabei. Das heißt also, der Status ist sehr wichtig. Und dann kommt aber auch die Frage nach einem Sinn des Lebens, der Sinnhaftigkeit des Tuns. Man versucht sich also selbst zu verwirklichen. Bei Robinson Crusoe haben Sie gemerkt, irgendwann begann er dann auch zum Beispiel Getreide anzubauen und daraus Bier zu brauen oder gewisse Anlässe zu veranstalten und so weiter und so fort. Also hier geht es wirklich dann um Inspiration. Und das heißt, wenn Sie jetzt in einer Notsituation sind, ist eigentlich das, was oben an der Pyramide ist, weniger wichtig als das, was unten ist. Die Menschen sind also bereit, mehr Geld auszugeben, auch wenn sie weniger Einkommen haben, für die physiologischen Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, und dann wird es immer weniger wichtig, wie Sie sehen können. Was das genau für die Wirtschaft bedeutet, das schauen wir jetzt an. Also, wir haben gelernt, je wichtiger Bedürfnisse fürs Überleben sind, desto mehr ist man bereit, Geld auszugeben, obwohl man weniger Einkommen hat. Man nennt diese Güter, die man braucht, um die Bedürfnisse zu befriedigen oder zu stillen, sogenannte Existenzgüter, jetzt im Falle von überlebenswichtigen Gütern, dann aber auch Kulturgüter, wenn es darum geht, sozial zu interagieren, Freundschaften zu pflegen und am normalen Gesellschaftsleben teilzunehmen. Und dann wenig überraschend, die Luxusgüter, die werden erst zuletzt befriedigt, wenn alle anderen bereits befriedigt sind. Wir haben das auch jetzt eingefärbt, und zwar im roten Bereich diese Bedürfnisse nach Luxusgütern. Da haben wir folgende Situation. Wenn die Einkommen sinken, wie das jetzt auch erwartet wird, dann geht der Rückgang dieser Nachfrage relativ schnell. Man spricht auch von einer sogenannten hohen Elastizität. Also noch einmal, wenn die Einkommen zurückgehen, dann gehen auch die Nachfragen nach diesen Gütern relativ schnell zurück. Diese Elastizität ist bei Kulturgütern etwa mittelmäßig ausgeprägt, und wenn Sie jetzt Existenzgüter verkaufen, dann gibt es eigentlich wenig Rückgang in der Nachfrage, wenn die Einkommen sinken. Es gibt sogar den Fall, wo die Nachfrage steigt nach gewissen Gütern, auch wenn die Einkommen sinken. Und da sind es vor allem sehr günstige Güter, also Billigprodukte, man nennt die auch inferiore Güter. Und die haben eine niedrige sogenannte Elastizität, falls Sie das mal irgendwo lesen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Branchen betrifft jetzt das? Welche sind eher am Aufsteigen und welche werden jetzt einen sehr schweren Schlag vermutlich erleiden? Also, wir haben gelernt, dass bei gewissen Gütern die Nachfrage sogar zunehmen kann, wenn die Einnahmen sinken, beziehungsweise wenn die Einkommen sinken. Jetzt schauen wir an, welche Berufe und Branchen eher positiv davon beeinflusst wären. Das wären sicher mal die Pharma- und Chemiebranche. Die haben ja auch die Aufgabe, Desinfektionsmittel und Medikamente jetzt zu entwickeln. Dann das Gesundheitswesen, Ärzte, Krankenschwestern etc. etc. Dann aber auch Pflegerinnen und Pfleger, zumal auch die Bevölkerung immer älter wird, wie Sie wissen. Dann aber auch Lebensmittelhändler, speziell, wie Sie jetzt auch gelernt haben, für Billigprodukte, und auch die Billiglinien der Supermärkte, Prix-Garantie, M-Budget, Denner und so weiter und so fort. Dann aber auch der Sicherheitsbereich und der Versandhandel, weil die Leute im Moment halt eher weniger nach draußen können und sich vielleicht auch ein bisschen mehr jetzt ans Online-Shopping gewöhnt haben. Noch mehr kann man sagen. Nicht zuletzt hat man entdeckt, dass Homeoffice relativ einfach in gewissen Branchen umsetzbar ist, einfacher als man gedacht hat. Und es kann natürlich sein, dass diese Softwares jetzt einen Boom erleben, tun sie ja schon bereits. Aus diesem Grund sind das eher Profiteure dieser ganzen Entwicklung. Dann eher neutral,
Da sind gewisse Branchen wie zum Beispiel die öffentliche Verwaltung. Ja, es ist so, wenn man beim Staat angestellt ist oder in der Bildung, dann hat man im Moment einen relativ sicheren Job. Auf der anderen Seite, wie Sie in den letzten Videos gelernt haben, kostet es den Staat sehr viel Geld, die Wirtschaft zu unterstützen, und irgendwann muss man das Geld ja auch wieder einsparen. Das heißt, der Druck auf die Löhne von Staatsangestellten wird wahrscheinlich dann auch mittelfristig bis langfristig zunehmen. Der Journalismus, der wird wahrscheinlich weiterhin normal weiterlaufen, so auch Existenzgüter, die aus der Landwirtschaft kommen. Banken und Versicherungen, die müssen weiterhin ihren Zweck in der Wirtschaft erfüllen. Dazu werde ich sicher dann auch noch ein Video machen. Und bei der Industrie mache ich ein Fragezeichen. Ja, im Moment wird wahrscheinlich weniger produziert, es wird weniger nachgefragt. Aber, und das ist wahrscheinlich auch wieder Stoff für ein nächstes Video, viele Betriebe verlagern ihre Produktion wahrscheinlich wieder zurück in die Heimatländer, also zum Beispiel von China weg. Und das birgt natürlich auch die Chance, dass es mehr Arbeitsplätze dann im Inland gibt. Also hier ein Fragezeichen. Und jetzt leider rot. Welche Branchen sind bestimmt oder mit großer Wahrscheinlichkeit negativ beeinflusst? Das wäre sicher der Tourismus. In den nächsten Jahren wird Reisen nicht mehr dasselbe sein, wenn es überhaupt in gewissen Ländern noch möglich ist. Dann, wie gesagt, sehr elastische Güter, wie eben Luxusgüter. Man nennt übrigens auch zyklische Güter. Also wenn der Zyklus nach unten geht, dann ist das auch bei den Gütern so, wie auch mit der Wirtschaft selbst. Dann das Baugewerbe, die Gastronomie, die Hotellerie, wie schon erwähnt, dann aber auch der Rohstoffhandel. Also wenn Sie sich jetzt den aktuellen Benzin- und Ölpreis anschauen, dann wissen Sie, da ist auch einiges im Tun, und Sie werden dann übrigens aufgefordert, noch Ihre Stimme zu diesem Thema abzugeben, aber das nachher. Ja, was haben wir zusammengefasst jetzt gelernt? Es wird wohl einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit geben. Luxusgüter, also sogenannte elastische Güter, zyklische Güter auch genannt, die werden besonders betroffen sein. Gewisse Branchen können aber auch von der Situation profitieren, und in vielen Branchen kann man einfach noch nicht genau sagen, wie sich das Ganze entwickeln wird. War jetzt Ihr Job nicht dabei oder Ihre Branche? Das kann durchaus sein, dann bitte lassen Sie es mich wissen, kommentieren Sie unten unbedingt, und dann können wir diese Frage dann sehr gerne aufnehmen. Also, Sie haben es gehört, wenn Ihr Job oder Ihre Branche nicht dabei war, dann unbedingt mir schreiben, und dann werden wir das gerne auch noch behandeln. Sie sind jetzt gefragt, und zwar bitte ich Sie abzustimmen. Wir haben 2 Themen zur Auswahl. Wieso ist der Benzinpreis so tief? Zweite Auswahl, was ist genau dieses Bruttoinlandsprodukt und wie trage ich oder Sie oder wer auch immer dazu bei? Unbedingt unten kommentieren. Bitte Videos unbedingt teilen, den Like-Button drücken, den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen einschalten. Dann verpassen Sie nichts. Wir haben ein paar sehr tolle Themen, die demnächst wieder gesendet werden, also unbedingt dranbleiben. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen bis dahin eine gute Zeit, eine schöne Woche und bis bald.